Im Schatten der Zeit verborgen liegt ein Haus, das von vergessenen Geheimnissen erfüllt ist. Einst von einer einsamen Dame bewohnt, ist es nun ein stummer Zeuge vergangener Tage. Auf einem weitläufigen Grundstück, umgeben von düsteren Teichen, liegen Geheimnisse tief wie die Dunkelheit selbst. Knochenfunde erzählen stumme Geschichten, während der morbide Charme des Verfalls das Haus in ein mysteriöses Labyrinth verwandelt. Guckt euch mal diese Knochen an, das sieht doch schon fast aus wie ein Finger, oder? Auf jeden Fall ist hier alles voll dieser Knochen. Es wird von Tag zu Tag gefährlicher auf diesem Gelände. Und auf dem Bett sind irgendwelche komischen Flecken. Ist die Dame in diesem Bett verstorben? Aus sowas werden Albträume gemacht. Ich würde mal sagen, wir sollten bei den Nachbarn anklingeln, nicht dass jetzt hier gleich auf der Straße und so läuft. Das Schicksal ist mit den Mauern dieses Ortes verwoben und ihre Geschichte wartet darauf, in den Windungen der Zeit enthüllt zu werden. Begib dich auf eine Reise durch die Ruinen des Vergessenen, wo die Schleier zwischen Realität und Mythos verschwimmen und jede Ecke ein neues Kapitel in der Geschichte dieses Lost Places enthüllen könnte. Willkommen an einem Ort, wo die Zeit ihre eigenen Geheimnisse bewahrt. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Häuschen, was sich irgendwo da befindet. Und wir werden verfolgt von Heiko und den Kühen. Ja, die folgen uns auf Schritt und Tritt. Hallo! Auf jeden Fall habe ich schon mal dieses Lost Place besucht. Da bin ich damals nicht ins Haus reingekommen. Ich habe gehört, dass es wieder offen sein soll. Ja, und ich möchte mir das Innere natürlich gerne mal anschauen und euch natürlich teilhaben lassen. Das Blöde ist, eigentlich kann man da reingehen, aber es ist abgezäunt und es sind Kühe auf dem Feld. Aufgrund der Kühe müssen wir jetzt irgendwie hierher kommen. Stacheldraht, Vorsicht ist geboten. Das ist natürlich auch wieder klasse. Schön rutschig, dieser Baumstamm. Hinterm Busch sehen wir auch direkt die erste Hütte. Die ist auch in grün, leicht getarnt. Man muss nur einen Weg finden, wie man da am besten hinkommt. Guckt euch das an. Hier ist alles komplett zugewuchert. Also hier gibt es keinen Weg. Wir versuchen jetzt mal den Heiko herzukommen, ohne dass wir uns verletzen. Der Weg ist schon heftig. Hier ist voller Dornbüsche angucken. Als wenn das Lost Place will, dass wir es nicht besuchen. Vor uns tut sich diese Hütte auf, die schon übelst vergammelt ist. Schaut euch das an. Ziemlich vergammelt und weggeranzt. Wir suchen uns kurz mal einen Eingang. Da geht's rein. Man muss natürlich auch vorsichtig sein, denn die Bäume fallen auch schon auf dieses Gebäude so langsam. Also das ist schon ewig verlassen, so wie das aussieht. Guckt euch das an. Das war mal so eine Art Vorraum. Oder war das Ganze mal die Küche? Weil wir haben hier diese Wasserpumpe. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das mal diese Küche von diesem kleinen Häuschen war, welche zu diesem Teich gehört, der draußen vor der Tür ist. Guckt euch das mal an. Wie das Ganze schon am Zusammenfallen ist. Das ist ja unfassbar. Da werde ich definitiv keinen Fuß darauf setzen. In dem Raum ist noch ein Ofen zu sehen. Da ist sogar noch die Asche drin. Drehen wir uns um. Gibt es hier das erste, ja, in Anführungsstrichen Datum, sag ich mal. 2001. Steinkohle, ein Vorbild an Energie. Heute, 22 Jahre später, sieht man das nicht mehr so. Da kleben sich immer irgendwelche komischen Leute auf der Straße fest. Ich habe da einen Tipp, die können sich gut an Bahnschienen festkleben. Kleiner Spaß am Rande, aber im Prinzip ist es so. Weiterhin sind noch mehrere Seiten von Zeitschriften hier reingeklebt. Fernsehbörse sehe ich, Freizeitrevue und so weiter. Auf jeden Fall schon ziemlich alt. Und dann kommt der nächste Raum, der gefährlich ist. Guckt euch da hinten an, das kommt alles runter. Dann diese Couch, die auch schon langsam in sich zusammenfällt. Ich glaube, das war mal so ein Chillraum für die Angler von dem Teich, der vor der Tür ist. Oh, und was liegt denn hier auf dem Boden? Knochen von einem größeren Tier. Von was für ein Tier kann die stammen? Sind das Hundeknochen? Also die Wirbelsäule ist auf jeden Fall schon riesig. Das sind die Brustknochen. Ah, jetzt sehe ich es. Guckt euch das an. Das ist von einem Reh. Da ist ein Rehfuß.
Seht ihr das? Irgendwer hat hier ein Reh zerlegt. Nur die Frage, war es ein Mensch oder ein Tier? Ja, auf jeden Fall liegt das schon etwas länger hier. Man findet trotzdem immer was Neues, auch wenn man schon mal auf Lost Places war. Und dann schauen wir uns mal den Teich vom Nahen an. Und ich habe in einem meiner letzten Videos gesagt, ich glaube, das war das Haus im Moor. Ich finde sowas wirklich klasse. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie schön das damals hier war. Man hat hier einfach seine Ruhe. Rechts gibt es auch noch einen Teich. Also ich schätze mal, das Ganze waren alles Angelteiche. Dann kämpfen wir uns mal weiter vor, Richtung Haus. Hier ist der nächste Teich. Ich zähle jetzt 3. Hier kommt wieder dichtes Gestrüpp und das mufft hier echt eklig. Oh, das riecht so nach Gülle oder so. Boah. Und da hinten zwischen den Bäumen, Blättern und Ästen kommt es zum Vorschein. Da ist das Haus, wo wir rein wollen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ein wirklich gruseliger Ort schon fast. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Kampf ist. Ich bin jetzt schon fix und fertig. Es ist alles reingefallen, die ganzen Bäume, Blätter. Es ist komplett eingefallen und zugewachsen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier damals Hunde oder sowas gehalten wurden. Würde auf jeden Fall passen. Jetzt sind wir unserem Ziel ganz nah. Was ein anstrengender Weg. Abenteuerlich und anstrengend. Dann sehen wir hier insgesamt ein Haus. Dort ist noch ein weiteres Haus. Ich glaube, das war so eine Art Stall. Und hinter uns eine kleine Hütte. Schauen wir uns die Hütte kurz einmal an. Hier ist alles reingestellt worden. Alles voller alter Stühle, Barhocker. Außerdem ist alles voller Spinnenweben. Dort können wir noch Zeitschriften sehen. Funkuhr und so sehe ich, aber ich komme da nicht hin, um nach dem Datum zu schauen. Unfassbar. Ich schätze mal, dass es ganz früher eine Art Barbereich oder so war. Oder so eine kleine Hütte, wo man sitzen konnte und ein Bier getrunken hat oder gefeiert hat. Und nachher nur noch als Abstellraum genutzt wurde. Dann können wir dort wieder rausgehen. Es sieht alles schon so halb verfallen aus. Ziemlich gefährlich. Fast schon zu gefährlich für meinen Geschmack. In diesem Raum stehen noch 2 Fässer und ein Teil einer Tischkreissäge. Und unten drunter sehen wir noch ein Radio. Super Silikon Solid State. Sagt mir jetzt nichts, aber die Elektronik da drin ist schon ziemlich alt. Weiter geht's. Und das ist der Stall gewesen. Alter, ist das verfallen. Auf dem Boden sehen wir eine Nähmaschine, die von oben gekommen ist, so wie das aussieht. Alles verfällt und verfällt. Und nachher hat Mutter Natur wieder gewonnen. Dort sehen wir die ersten Käfige und ziemlich viele Ställe. Guckt euch das an, das geht bis da hinten durch. Das sieht auch nicht nach einem professionellen Stall aus, sondern eher irgendwie sowas zusammengezwängtes. Wurden die Tiere hier gequält? Man kann es nur vermuten. Ich hoffe, es war nicht so. Aber es sieht schon verdammt danach aus. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier weitergehen soll. Diese Dachkonstruktion wird nur noch durch die Rahmen der Türen gehalten. Das sind alles Käfige. Wagen wir uns mal weiter. Ganz vorsichtig. Also ich würde schon fast behaupten, dass das Hundezwinger waren. Da auf dem Boden liegen auch noch Tierknochen. Wir gucken hier einmal kurz rein. Wahnsinn. Und guckt euch mal diesen Knochen an. Das sieht ja schon fast aus wie ein Finger, oder? Krass. Auf jeden Fall ist hier alles voll dieser Knochen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber in diesem Loch
Da sind auch Knochen drin. Wurde mal hier irgendwas vergraben? Wurde irgendein Tier hier drunter vergraben? Vielleicht der Hund, der hier war? Oder ich weiß es nicht. Sowas habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Und irgendwie gibt das hier gerade ein ganz anderes Gefühl. Gehen wir mal wieder raus. Besser ist es. Aus dem Raum geht es dann raus in die Garage. Die ist doch relativ komplett. Zwar schon verfallen, aber noch komplett. Rechts im Schrank haben wir noch Lacke stehen. Oben auf dem Schrank steht ein alter Fleischwolf. Schauen wir runter in die Schublade, sieht man dort den Zollstock. Und sonst noch irgendwelche Sachen, die nicht mehr zu erkennen sind. Und so eine komische Wolle. Sieht so ein bisschen aus wie Schambehaarung in blond gefärbt. Ein kleiner Spaß am Rande. Außerdem hängt hier so ein Trimmer für die Barthaare. Nein, ich glaube, das war irgendwie so ein Trimmer für Tiere, ne? Pferde oder Hunde oder so. Es wundert mich, dass das alles noch hier drin steht. Fehlt nur noch das Auto, was hier reingefahren ist damals. Aber dass das weg ist, wundert er nicht. Und auf der anderen Seite der Garage haben wir die Werkbank, an der der ehemalige Bewohner schön gewerkelt hat. Schön zu sehen ist dieses Sortiment mit den Ersatzteilen, Schrauben und was weiß ich, was hier drin ist, Nägel. Dann gibt es hier so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schild. An diesem schönen Platze habe ich an dich gedacht und habe dir zur Freude dieses Bild hier mitgebracht. Ah, hier war mal ein Bild drin. Sowas finde ich immer wunderschön. Diese verrostenden Gegenstände. Auch unterm Tisch diese vergammelte Kette und alles, was hier drin ist. Gepaart mit dem Lost Place Geruch. Also ich fühle mich gerade wirklich wohl. Und dann geht's weiter in das Haus. Dort oben sehen wir schon, dass die Dachpfannen runtergefallen sind. Ein Indiz dafür, dass wir uns darauf einstellen können, dass es im Haus schon ziemlich feucht ist. Rechts von uns ist so ein kleiner Vorbau, wo man wahrscheinlich auch damals sitzen konnte. Auch das ist schon zunehmend am Verfallen und Zerfallen. Dort gibt es auch noch eine kleine Gartenhütte. Und da hinten kommen schon die ganzen Bäume runter auf dieses Haus. Oh, dort ist ja auch noch ein Eingang. Wo kommen wir denn hier rein? Hier stehen ja noch überall Flaschen, Weinflaschen. Die sind sogar noch voll. Seht ihr das? Schade, dass es kein Datum gibt. Oh doch, ich sehe gerade eins. Dieser Fisch war haltbar bis zum 31.12.2003. Also bei 1000 Likes komme ich hier hin und esse den Fisch. Nur für euch. Und ich wette mit euch, den könnte man sogar noch essen. Oh Leute, das ist sowas von gefährlich. Hier gibt es einen Eingang in das Haus. Aber da kommen wir nicht rein. Ich möchte das hier echt nicht bewegen. Gleich ist das ganze Ding hier unten. Da kann man erkennen, dass es die Treppen hochgehen. Aber ich passe hier nicht durch. Und ich möchte das auch nicht riskieren. Es wird von Tag zu Tag gefährlicher auf diesem Gelände. Und was ich auch noch mal erwähnen möchte, wir haben dort ja die Garage. Das heißt, das alles muss mal frei gewesen sein. Hier muss ja ein Weg hergeführt haben. Jetzt gibt es hier nur noch Pflanzen, umgekippte Bäume, Büsche. Es ist nichts mehr von einem Weg zu sehen. Und dann ist dort das Haus. Folgen wir mal den Trampelpfad. Man kommt sich hier echt vor wie im Dschungel. Als würde irgendwo im Dschungel dieses einsame, verlassene Gelände sein. Nun sind wir am Haus angekommen. Oh Leute, was ist denn hier drin passiert? Alter Verwalter. Wow, guckt euch das mal an. Wahnsinn. Wir befinden uns gleich im Wohnzimmer dieses Hauses. Dort können wir ganz viele Dokumente erkennen. Auch auf dem Boden sind irgendwelche Dokumente und Briefe. Was haben wir hier? Den ersten Namen.
Gisela hat hier gewohnt. Hier hat tatsächlich nur eine Frau gewohnt? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen weiter recherchieren. Vielleicht gibt es hier noch einen anderen Namen. Was haben wir dort? Amtsgericht vom 21.08.98. Grundbuch, Sache eigene. Daneben gibt es direkt eine Urkunde, auch wieder nur an die Frau gerichtet. Und auf dieser Urkunde von einem Weingut steht geschrieben, mit diesem Anteil verbunden ist das Nutzungsrecht auf 10 Jahre Ertrag in Form einer Flasche Wein aus diesem Weinberg, beginnend mit dem Jahrgang 2008. Das heißt, sie hätte 10 Jahre lang Wein gekriegt oder hat 10 Jahre lang eine Flasche Wein gekriegt. Aber jetzt ist mir gerade ein Licht aufgegangen, denn gerade in dem Nebengebäude haben wir die ganzen Weinflaschen gesehen. Wahrscheinlich ist das der Wein von dieser Urkunde, beziehungsweise von dem Weingut, was die Urkunde ausgestellt hat. Schauen wir uns weiter um. Befindet sich in dem Wäschekorb Wäsche und noch verpackte Sternstunden der Volksmusik, wo die Alpen rocken. Jawohl, komplett eingepackt. Vor dem Sofa vergammelt der Teppich. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas drauf verändert ist oder so. Auf jeden Fall sieht das schon eklig aus. Dann gibt es in der Ecke noch einen Fernseher, der nicht durch Vandalismus da eingesackt ist, sondern einfach durch Feuchtigkeit und Verfall. Die Röhrenfernseher sind auch nicht gerade leicht. Schauen wir auf dem Schrank. Neben dem Fernseher ist hier noch ein VHS-Kassettenrekorder von Sharp und darüber ein Satellitenreceiver. Auffällig im Schrank ist dieses medizinische Zeug. Also ich glaube, die Dame ist dann irgendwann krank geworden und konnte sich um das alles, was draußen war, nicht mehr kümmern. Unfassbar, was man rausfinden kann, wenn man so ein bisschen sich hier alles anguckt. Weiter gucken wir uns den riesigen Schrank an. Da steht sogar noch Geschirr so halb hier drin. Guckt euch mal an, wie der Regalboden sich biegt. Es wird nicht mehr lange dauern und dann wird das auch unten liegen. Und die Tasse kenne ich tatsächlich noch aus meinem Elternhaus. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn ihr lange schon was nicht gesehen habt und dann seht ihr es wieder und euch kommen sofort Erinnerungen hoch. So ist es gerade bei mir mit dieser Tasse. Es ist zwar nur eine Tasse, aber trotzdem hängen an sowas Erinnerungen. Schauen wir noch an tiefer, befindet sich dort so eine gruselige Puppe. Nachkellern sind solche Puppen das zweite, was ich in Lost Places überhaupt nicht mag. Rechts neben der Puppe haben wir ein Set zur Nagelpflege, was auch noch komplett zu sein scheint. Und weiter gibt es dann wieder so eine Weinflasche. Also mich wundert nicht mehr, dass so viele Weinflaschen hier sind. Ganz interessant zu sehen ist auch der Korken, der von alleine hier oben rauskommt. Das wurde nicht geöffnet. Einfach nur durch den Gärungsprozess in der Flasche. Schauen wir hier nochmal weiter. Was mich wundert ist, dass die Gläser wieder ordentlich dort drin stehen. Und die Figuren. Nochmal so eine Weinflasche. Da ist der Korken noch drin. Ein bisschen weiter links gibt es die Büchersammlung der Dame. Die Insel der Schatzgräber. Das Bernstein-Amulett und so weiter. Und in dem Schrank gibt es auch noch Bücher. Wahnsinn, dass das ja so drin steht. Und was haben wir auf dem Tisch hinter uns noch liegen? Wir sehen dort so einige Gegenstände wie dieses kleine Fässchen. Die persönliche Lesebrille der Frau. Und noch ein paar Bücher. Reader's Digest, Auswahlbücher. Die Pfeiler der Macht. Also Leute, trotz des Verfalls ein wirklich interessanter und spannender Raum. Dieses Wohnzimmer, in dem wir uns befinden. Dann schauen wir mal weiter. Wo führt uns dieser Gang entlang? Oh, das ist die Küche. Oh, die ist aber ziemlich klein, oder? Krass. Auch hier schon alles eingefallen. Von oben und von der Wand kommt der Putz runter. Der ist dann auf dem Kühlschrank gelandet und auf der Spüle. Auch die Fliesen auf dem Boden bewegen sich schon. Rechts in der Ecke ist der schöne schwarze Schimmel zu sehen. Und dieser Backofen. Schaut euch mal an, wie verrostet die Herdplatten schon sind. Auch der Gammel an den Fenstern, dieses Grüne. Wahnsinn. Und in der Ecke gibt es sogar noch das Geschirr zu sehen, was dort fein säuberlich eingeräumt war. Oben drüber die Mikrowelle von Privileg. Und das war schon mit der Küche. Ziemlich klein, aber ich schätze mal, dass es der Frau gereicht hat. Ja, man braucht ja auch nicht mehr so eine mega große Küche. Das reicht auch sowas. Mit einer Spüle, Herd, Mikrowelle. Was will man mehr? Dieses Haus ist wieder pur Lost Place.
Vorsicht, nicht so rankommen. Hier ist alles voller Mücken. Super. Ein kurzer Blick ins Badezimmer. Sieht noch ziemlich ordentlich aus, dafür, dass er schon so lange verlassen ist. Und wenn man sich die Toilette anguckt, dann sieht man auch, dass die ehemalige Bewohnerin krank war. Dann der nächste Raum, das ist das ehemalige Schlafzimmer. Guckt euch mal an, auf dem Bett liegen sogar noch private Fotos. Es ist gar nicht mehr zu erkennen, was es war. Dort sehen wir das Haus von außen. Hier ist eine Person drauf zu erkennen. Vielleicht war das ihr Mann oder Freund, je nachdem. Ein Datum gibt es nicht mehr. Laut der Kleidung im Kleiderschrank nach zu urteilen, ist das nur Frauenkleidung. Auch hinter uns im Schrank ist nur Frauenkleidung zu sehen. Sogar noch was Eingepacktes. Und auf dem Bett sind irgendwelche komischen Flecken. Ekelig. Ist die Dame in diesem Bett verstorben? Es kann natürlich auch mit der Feuchtigkeit zusammenhängen. Durch das Wohnzimmer gehen wir nach oben und guckt euch das mal unter der Treppe an. Also es fällt alles runter. So ein bisschen Schiss habe ich schon, nach oben zu gehen. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Auf dem Boden sehen wir schon Flecken der Feuchtigkeit. Schauen wir uns im ersten Raum um. Okay. Leute, was ist das denn für ein altes Gemälde? Das sieht ja klasse aus. Das ist tatsächlich ein Ölgemälde, das ist nicht kopiert oder so. Ich glaube, das ist original. Mit diesem Stuhl davor. Irgendwie ist das ein schönes Bild. Und genau das Gegenteil ist das hier. Das ist ein schlechtes Bild für uns. Die Dachpfannen sind weg, die Feuchtigkeit kommt rein und zerstört das Haus. Hinter uns befindet sich ein Schrank mit irgendwelchen Lederklamotten, auch schon so halb angefressen. Oben drüber haben wir noch einen Lampenschirm von Tiffany. Ich weiß jetzt nicht, ob das Tiffany's ist, aber auf jeden Fall so mit Mosaikgläsern drin. Und diese Spinnenweben. Wie die Natur sich einfach dieses ganze Haus zurückholt, ohne dass irgendwer dagegen was unternehmen wird. Aus diesem Raum geht es dann weiter gegenüber in dem verfallenen Badezimmer. Leute, guckt euch das an. Das ist ja unfassbar. Also so viel Verfall sehe ich hier wirklich selten. Das Bild hat doch auch irgendwas, oder? Mit dem Fenster, was weg ist, mit den Dachpfannen, die fehlen, mit der Isolierung, die überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Alles ist weg. Alles ist durch die Natur, durch die Feuchtigkeit, durch Wetter einfach vergammelt. Und aus diesem Badezimmer geht es dann in diesen Raum. Ein ziemlich spärlich eingerichtetes Schlafzimmer mit 2 Betten. Auf dem Bett liegt noch so ein Rock, dann dieses Häschen. Dort war mal eine Puppe, da wurde aber der Kopf abgerissen. Vor dem Bett befindet sich noch ein Wäschekorb mit Wäsche von der Frau, die hier mal gelebt hat. Auch anhand dieser Spinnweben kann man sehen, dass das ganze Haus ja schon mindestens 15 Jahre verlassen ist. Auf der anderen Seite steht ebenfalls ein Bett mit einem Kuscheltier, ein großer Bär. Und dann noch dieser Tisch mit dem Gedeck. Und das ist mir auch gerade erst aufgefallen, diese gruseligen Puppen oder Clowns, die oben auf dieser Schaukel sitzen. Also wenn das nicht gruselig ist, liebe Leute, dann weiß ich auch nicht. Aus sowas werden Albträume gemacht. Aus dem Haus sind wir nun raus. Dort ist auch noch so eine Hundehütte gewesen. Von außen ist auffällig, dass das Haus ziemlich baufällig ist. Also ich glaube, hier wird nie wieder einer einziehen. Gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt sehen wir noch den Eingang in den Keller. Wow. Guckt euch das an. Links steht noch ein Kühlschrank. Schauen wir weiter. Ist dort die Elektronik zu sehen. Seht ihr das Wasser hier drin in der Elektronik? Also man kann das Haus eigentlich nur noch abreißen. Schade. Wirklich schade. Es ist hier unten wieder so feucht. Wir gehen aber schnell durch. Mein
Hals kratzt schon. In diesem Bereich war mal ein Lagerort, Lagerraum für Lebensmittel. Dort sehen wir sogar noch irgendwelche Beeren im Glas. Unten drunter ist so eine Art Wärmhaltegrill oder so. Das kenne ich tatsächlich nicht. Ich schätze mal, dass man unten Kohle oder so reingepackt hat und dann die Platten als so eine Art Warmhalteplatte benutzt hat. Wenn wir uns umdrehen, gibt es auch eine Menge extra Mineralwasserflaschen. Die wurden aber umfunktioniert. Dort war irgendwas anderes drin. Vielleicht so eine Art Saft oder so. Schauen wir nochmal weiter. Rechts das Holzlager. Das könnten wir theoretisch sogar gut gebrauchen fürs Winterbiwak. Und da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Das Ganze findet vom 8. bis zum 10.12. statt. Live auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von PJ Adventure und Adventure Buddy. Meine Wenigkeit wird übrigens auch vor Ort sein. Wir treffen uns dort wie in den letzten Jahren gemeinsam, um viel bewegen zu können, um Geld für Tiere in Not zu sammeln, beziehungsweise anderen Hilfsprojekten. Ihr solltet dann auf jeden Fall einschalten. Es sind wirklich viele Leute da, die ihr auch kennt. Und letztes Jahr haben wir sage und schreibe 40.000 € für den guten Zweck gesammelt, mit der Hilfe von euch natürlich. Und wir hoffen, dass es dieses Jahr noch mehr wird. Also nicht vergessen einzuschalten. Ab dem 8.12. bis zum 10.12. ein 48 Stunden Dauer-Livestream auf YouTube und Twitch auf den Kanälen von Adventure Buddy und PJ Adventure. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Schauen wir nochmal um die Ecke. Und das ist der Waschraum mit der alten AEG Waschmaschine und der Buderus Heizungsanlage. Übrigens als kleiner Tipp unter Urbexern: in solchen Vogelkästchen kann auch gut und gerne mal eine Kamera versteckt sein. Ja, nur als kleiner Tipp für euch. Und dann verlassen wir auch dieses Gelände. Das war's dann auch mit diesem Haus, mit dieser Location. Die Geräusche hier in der Umgebung sind echt krass. Kriege ich irgendwie schon Angst gerade. Auf jeden Fall. Ja, ist ja gut. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr spannendes Gebäude. Was es dort noch alles drin zu sehen gab, trotz des Verfalls. Die vielen persönlichen Gegenstände. Wir haben herausgefunden, dass dort sehr wahrscheinlich nur noch eine Frau gewohnt hat. Und die dann am Ende krank war, gestorben ist und sich nun keiner mehr um dieses Gebäude kümmert, keiner mehr interessiert oder sonst was. Heiko wird schon ganz wuschig bei diesen Geräuschen. Nö, ich sag einfach mal, da hat jemand Spaß. Ja. Oder Drang. Drang, das kann auch sein. Sturm- und Drangzeit. Guckt euch das an. Cool. Steht die da und guckt uns genauso verwundert an, wie wir sie verwundert angucken. Jetzt müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Jetzt weiß ich auch, warum die so muhen. Hä? Ja. Jetzt ist sie wieder auf dem Feld? Anscheinend ist da irgendwie eine Lücke. Ja. Müsste von da oben irgendwo hergekommen sein. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich würde sagen, wir sollten bei den Nachbarn anklingeln, nicht dass jetzt hier gleich auf der Straße und so läuft. Das erlebt man auch selten. Ansonsten bleibt nicht mehr so viel zu sagen, außer es hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.